In dieser Folge ziehen wir los, eine abgelegene extreme Welle zu surfen, müssen aber erstmal ganz andere Probleme lösen. Das ist wieder ein richtiges Abenteuer. Welche das sind, ob uns diese aus der Bahn geworfen haben und wie nah ich inzwischen an dem Barrel bin, das erfahren wir in dieser Folge. Wie eine Eins. Guten Morgen, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Es geht wieder los, wir gehen zu einem abgelegenen Strand im Sturm. Seit 3 Wochen fegt hier der Wind, es ist sehr regnerisch, hat super viel geregnet. Zuletzt hat es in Zagreb sogar ein paar Dächer abgedeckt, Straßenschilder umgeknickt, also kickt richtig rein das Wetter, leider. Aber wir gehen heute trotzdem eine Welle suchen. Ich bin gespannt, freue mich, wir sehen uns gleich auf dem Weg. An der Westküste sind 10 bis 15 Fuß, total wild, viel zu groß, um dort irgendwo zu surfen. Dort, wo wir hingehen, wird es wieder so sein, wir waren dort schon mal, Video ist hier verlinkt, dass es entweder gar nichts dort ankommt oder viel zu viel. Das müssen wir gleich sehen. Mit ein bisschen Glück ist es genau das Richtige, was dort ankommt. Aber es ist immer ein bisschen ein Gamble, weil dort eigentlich so gut wie nie eine Welle läuft. Leute, weil es immer wieder mal vorkommt, dass gefragt wird, wo die Spots sind, versteht bitte, dass ich die nicht teile. Das soll auch gar nicht Sinn und Zweck meines Kanals sein. Mein Kanal ist kein Surf-Guiding-Kanal, wo dann die Spots mit Dokumentation und Location und so weiter preisgegeben werden. Mein Kanal ist ein Kanal, auf dem es darum geht, den Spaß am Surfen, den Stoke mit euch zu teilen, dass das, was mir Spaß macht, ist kein Doku-Kanal. Wenn ihr deswegen da seid, dann ja, den Teil wird es nicht geben. Den wird es nicht geben bei mir. Ja. So viel dazu. Wir sind auf dem Weg und ich freue mich. Wir sind jetzt gleich am Strand. Freunde, jetzt bin ich liegen geblieben. Zwar hat der Motor Leistung verloren. Wahrscheinlich ist da Kondenswasser drin. Das ist zumindest das, was die Warnleuchte ansagt. Deswegen kommt da nicht mehr genug Diesel durch. Und ich versuche, diese kleine Schraube zu öffnen, um dann ein bisschen Kondenswasser hier ins Handtuch reinzulassen. Das ist wieder ein richtiges Abenteuer. Es sitzt so fest, ich krieg das kaum gedreht. Schon. Die sitzt so ungünstig, dass man mit den Fingern da nicht richtig anpacken kann. Ja. Nee. Eieiei. So, ich bin jetzt schon 20 Minuten am Probieren. Ich habe die Schraube immer noch nicht aufbekommen. Guckt euch das mal an. Die sitzt hier unten drin. Da ist so eine weiße Flügelschraube. Man kommt hier so schlecht mit den Fingern rein, dass ich das nicht richtig angreifen kann. Ich kriege deswegen dann nicht richtig drauf. Ich versuche schon die ganze Zeit mit dem Handtuch, aber ich muss wahrscheinlich warten, bis hier irgendjemand vorbeikommt, der vielleicht eine Zange dabei hat. Und das kann richtig lange dauern. So Freunde, ich habe es endlich geschafft. Ich habe das Kondenswasser aus dem Kraftstofffilter ablassen können. Weil schon alles in einem kleinen Handtuch aufgefangen war, nicht so viel, aber jetzt springt er gar nicht mehr an, da tut sich nichts. Nochmal versuchen, aber tut sich einfach nichts. Kriege ich hier nicht gelöst und jetzt geht's ab in die Werkstatt, wenn der Abschlepper kommt. Ich bin mal gespannt, weil auf dem Weg hier muss er mich erstmal finden und dann muss er erstmal bis hier hinkommen. Das wird schon ein kleines Abenteuer werden. Ich frage mich, wie die Wellen wohl gerade sind. Meine Sorge ist so ein bisschen, der Weg, den ich hier gefahren bin, ist ja ein Offroad-Weg mit ziemlich vielen Pfützen, Schlaglöchern, auch einigen, die ein bisschen tiefer sind. Ich hoffe, dass der Abschleppwagen bis hier hinkommt. So, 4 Stunden am Warten. Ah, perfekt, tá bom. E quer caso? Ich hatte jetzt gerade nochmal mit denen telefoniert und der Abschlepper kommt in 40, 50 Minuten. Surfer ziemlich gut. Nils waren wir vorbeigefahren, der Surfguide Algarve, und meinte, es hat richtig gefeuert. Mit ihm war ich ja eigentlich verabredet. Das wäre die eigentliche Vlog-Folge heute gewesen. Dann wird es spannend, wie wir die Kiste aufgeladen bekommen auf diesem schmalen Weg. Bin ich schon echt gespannt, wie das klappt.
Müsste irgendwie ergehen. Freunde, guten Morgen. Es ist der zweite Tag. Es ist Sonntag, 6:20 Uhr. Relativ früh für so ein Abenteuer. Aber genau das Richtige und deswegen ja, machen wir es auch. Denn manchmal, es ist ja schon so, man weiß ja nicht, was einen erwartet. Aber ich kann total verstehen, jeden, der sagt, nee, komm, die Stunde morgens länger im Bett, die ist es mir wert, nicht eine 80-20 Wette einzugehen. Ich hatte jetzt zwar einen Tag Verspätung, zu dieser Welle zu kommen, aber die Vorhersage sagte, dass das Well genauso noch da sein sollte wie am Vortag. Deswegen jetzt zusammen mit ein paar Freunden machen wir uns auf den Weg, einen zweiten Versuch zu starten. So Leute, jetzt machen wir uns fertig. Es ballert manchmal zwischen den Pausen. Aber mal gucken. Ich glaube, ich gehe auf die linke. Ja, ich gehe auf die linke. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Das Wasser ist flach wie ein See, dann alle 10 Minuten kommt ein Close-Out-Set, das fast über die ganze Bucht zumacht und zwischendrin dann nochmal so ein Set, was eine richtig perfekte Linke macht. Das waren etwa die Bedingungen, die wir jetzt hier heute in der Session zu erwarten hatten. Mit dem Blick von der Seite in der Welle zeigt sich, dass die Welle sogar wirft und vielleicht ein bisschen Platz für eine Tube ist. Etwas, was ich jetzt für mich auf jeden Fall nicht erwartet hätte. Aber auf meiner ersten Welle erlebe ich direkt eine Überraschung. Ein richtiges Cover-Up. Ein Kumpel meinte sogar, dass ich vom Strand aus gesehen kurz hinterm Vorhang verschwunden war. Auf der Kamera kommt das nicht so raus, dafür müsste ich auf jeden Fall viel, viel tiefer in so einer Tube drinne sein. Aber so tief war ich hier gar nicht, maximal vielleicht 2 Meter, bevor dann der Foamball einen direkt abräumt. Aber für mich ein riesen Hochgefühl, ich war total stoked und richtig froh, dass ich aus Versehen quasi unter die Haube geflogen bin. Tja, lasst es mich doch mal in den Kommentaren wissen. Zählt das oder zählt das nicht als Tube? Ich bin schon gespannt, wie ihr das seht. Und damit erstmal rein ins Edit. Mit einem aufziehenden Sturm hat sich das Ganze dann relativ schnell verändert. Der Wind nahm immer weiter zu. Es waren auf einmal bestimmt 50 km/h Nonstop Offshore-Wind, was es super schwer gemacht hat, in die Wellen rein zu paddeln, da ihn der Wind rausgedrückt hat oder nicht rein hat paddeln lassen. Gleichzeitig spritzt einem die ganze Gischt so sehr ins Gesicht, dass man kaum was sehen kann, wenn man die Wellen anpaddelt und jeder Take-Off quasi blind stattfindet.
So, Fazit. Jan, was ist dein Fazit? Gerne Wellen, tolles Wetter. Ja, das stimmt. Andi? Gut, das ist echt schon mal arschkalt. Ja. 2:0 für kalt, ja? Nice. War nice. Das war nass. Ja, Freunde, dann das war's für heute. Wenn euch die Session gefallen hat, abonniert den Kanal, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann sehen wir uns. Macht's gut. Bis bald.